Halli, hallo! Hallihallo! Heute machen wir richtig schön scharfe Käsespätzle. Oder Knöpfli oder Kaspatzen, je nachdem wo er lebt. Viel Spaß! Für die Zutaten haben wir uns heute Folgendes bereitgelegt. Und zwar, wir haben hier Salz, wir haben Zwiebelsalz, Paprika rosenscharf und hier Chili Flocken. Dazu für das Mehl nachher, was wir selbst herstellen, haben wir hier Weizenkörner. Wir haben hier sechs Korngetreide aus verschiedensten Sorten. Dann hier ein bisschen Mehl, was wir nachher noch zumengen. Und geriebener Gouda. So, und als nächstes werden wir jetzt übergehen in die Mehlproduktion. Für das besagte selbst erstellte Mehl haben wir uns folgende Strecke hier vorbereitet. Und zwar haben wir eine mechanische Mühle, die, wie man hört, sehr manuell ist. Dann eine Schüssel, wo dann das reingeschüttete Korn quasi reinkommt. Und dann müsste dann quasi Mehl rauskommen. Und nun nehme ich unser 6 Korngetreide, was unter anderem Roggen, Hirse, Weizen beinhaltet, und packe es rein und dann schauen wir mal, was passiert. So, wir haben jetzt hier das Mehl schnell gemahlen. Wir werden jetzt zu dem Vollkornmehl noch normales Mehl zugeben, 505er. Schnell hat mir übrigens gefallen. So, dazu unseren Gewürzkranz, Kreis, was auch immer. Einmal rein, für die Farbe natürlich auch und natürlich für die Schärfe. Das ist die Basis für unseren Spitzelteig. Das werde ich jetzt einmal so trocken verrühren. Grob. So. So. So, da muss dann circa so viel Wasser ran. Das rühren wir dann einmal durch. Das ist wichtig, dass der Teig nicht zu fest und auch nicht zu nass wird. Zu flüssig. Einmal gut durchrühren. Man sieht auch schön die Chili-Flocken, die hier natürlich dann auch schön die Farbe geben. Und die Schärfe. Und die Schärfe, genau. Aber dadurch, dass es sehr dunkle Spätzle werden, weil es ja Vollkornspätzle sind, wird man davon nicht mehr so viel sehen. So, das ist noch zu dickflüssig. Na, das sieht doch schon besser aus. Von der Optik her sind wir noch ein bisschen zu wenig Chili-Flocken. Gott sei Dank können wir da Abhilfe schaffen, oder? So, circa. So, das könnte jetzt schon zu viel Wasser gewesen sein. Nee, doch nicht. Ja, doch schon. Obwohl, eigentlich geht's. So, hier nebenbei haben wir schon mal gut gesalzenes Salzwasser aufgesetzt. Und das müsst ihr richtig kochen lassen. Und erst wenn es richtig kocht, dann könnt ihr mit dem Spätzleschaben anfangen. Für die Spätzle nutzen wir ein Sieb. Man kann sie auch schaben, aber ein Sieb geht auch, wenn man es hat. Ansonsten kann man die auch mit dem Brett abschaben. Dann einfach eine gute Portion rein in das Sieb. Wichtig ist, dass das Wasser unten kocht. Und dann drückt er die einfach nur durch. Dann werden das richtig schön kleine Spätzle. So. Genau. Perfekt. Einfach kurz runterdrücken. So. Dann lasst ihr das Ganze einmal kurz aufkochen. Dann könnt ihr die abschöpfen und dann könnt ihr die nächste Portion machen.
Und hier, die fertig hochkommen, die sind dann fast fertig. Und so sehen dann eure fertigen Spätzle aus. Die sind jetzt hier relativ braun, weil es eben Vollkornspätzle sind. Na, sehr schön. So, und wenn die jetzt hier aussteigen, dann sind die Spätzle gut. Man kann sie jetzt abschöpfen oder in ein Sieb geben. Wir geben es hier in den Topf, weil wir sie danach noch weiter verarbeiten möchten. So, nachdem wir die Spätzle jetzt fertig gemacht haben, werden wir sie jetzt noch schön anbraten. Natürlich noch was schön heiß ist. Ich werde das mal ein bisschen anbraten und dann nach und nach dazulegen. So, nachdem ihr die jetzt nochmal schön durchgebraten habt, werden wir jetzt hier ein bisschen Schnittlauch hinzufügen. Für die Farbe und den Geschmack. Und wie angekündigt, den halten wir jetzt aus, werden wir jetzt den Käse hinzugeben. Der fängt schon an. Der fängt schon an Fäden zu ziehen, weil wir den so klein gerieben haben extra. Die heißen ja nicht umsonst Käsespätzle. So. Das lassen wir jetzt hier nochmal kurz ruhen. Und dann geht es an die Verköstigung der selbstgemachten, scharfen Käsespätzle. So, unsere selbstgemachten Spätzle sind nun fertig. Und perfekt, wie es gewünscht war, durch den Käse haben wir jetzt diese absolut appetitlichen Käsestreifen. Das Kosten Sie. auch wunderschön mit Schnittlauch, Chiliflocken, diese Farbgebung. Ich kann es kaum erwarten. Prost! Prost! Richtig lecker. Perfekt cremig, cremischer Geschmack, leichte Schärfe im Abgang. Ich finde, die Spätzle sind auch schön durch. Man sieht auch schön die Farbe, also die Chiliflocken in den Spätzle, die wir damit eingearbeitet haben quasi. Oh, richtig lecker. Der Schnittlauch gibt dem Ganzen auch so eine bisschen erfrischendere Note irgendwie. Herausragend. Richtig schön leckere Vollkornspätzle. Probiert sie doch gerne mal aus. Und wir sagen, wann sehen wir uns wieder? Ich bin gar nicht Am sicher. nächsten Spicy Sunday!